Ihr Lieben, nicht nur energetisch verändert sich im Moment sehr viel, auch die Planetenkonstellationen zeigen uns große Veränderungen auf. Am 20. Januar steht die Sonne im Steinbock in Konjunktion mit Pluto, der sich bereits seit 2008 langsam durch den Steinbock bewegt. Es wird das letzte Mal sein, dass die Sonne im Steinbock auf Pluto trifft, denn das nächste Zusammentreffen, die nächste Konjunktion von Sonne und Pluto wird am 21. Januar 2025 im Zeichen Wassermann sein. Oh ja, wenn Sonne und Pluto sich begegnen, treffen Licht und Dunkelheit aufeinander. Die Sonne holt gnadenlos hervor, was im Dunkeln liegt und beleuchtet die Themen, die wir verdrängt haben. Alte Ängste, Glaubensmuster, ja, die Schatten in uns, Macht und Ohnmacht, und gibt uns die Chance, diese zu wandeln. Ja, wenn Sonne und Pluto aufeinandertreffen, geht es immer um tiefgreifende Transformation. Und ja, am 20. Januar tritt die Sonne auch in das Zeichen Wassermann ein. Und genau einen Tag später, am 21. Januar, wechselt Pluto zum zweiten Mal in das Zeichen Wassermann. Und wow, das bringt uns viel Klarheit, was uns einengt, im Innen wie im Außen, und wie wir weitergehen wollen. Denn der Wassermann steht wie kein anderer für Freiheit, für Individualität und die Befreiung und auch für das Miteinander von Gleichgesinnten. Das erste Mal wechselte Gigant Pluto übrigens am 23. März 2023 vom Steinbock in das Zeichen Wassermann. Und ja, diese Wechsel sind für uns alle sehr bedeutsam. Denn seit Pluto seit 2008 durch den Steinbock wandert, hat sich für uns alle viel verändert, persönlich wie gesellschaftlich. Wir standen und stehen vor großen Herausforderungen. Unser aller Leben, unsere Sicherheiten wurden völlig auf den Kopf gestellt durch Kriege, durch Krisen, durch Inflation und so weiter. Und ja, ihr Lieben, die Zeit von Pluto im Steinbock endet nun in diesem Jahr. Doch dieser zweite Wechsel von Pluto in den Wassermann ist noch nicht der letzte Eintritt, der uns gänzlich in das Wassermann-Zeitalter führt. Er wird vom 2. September bis 19. November noch ein letztes Mal in den Steinbock zurückkehren, wird dort direktläufig, um dann am 19. November 2024 endgültig im Zeichen Wassermann anzukommen, um dann die kommenden 20 Jahre bis 2044 dort zu bleiben und seine Wirkung im Wassermann vollkommen zu entfalten. Und er wird den notwendigen Wandel und die Transformation ganz stark vorantreiben, ihr Lieben. So, wie wir es jetzt uns noch gar nicht vorstellen können. Denn ja, der Wassermann steht für uns als gesamte
Menschheit. Es geht um unser Schicksal, das Schicksal dieser Welt, das in unseren Händen liegt. Jetzt heißt es zu erkennen, dass wir nur gemeinsam etwas bewirken können. Es heißt zu erkennen, dass nicht mehr nur das Ich, sondern das Wir immer wichtiger wird für die Aufgaben, die uns bevorstehen, für die Verantwortung, die wir tragen für unsere Mutter Erde. Ja, es geht mehr denn je um das Miteinander, um die Heilung und Weiterentwicklung letztendlich als bewusste und freie Menschen. Das ist der Weg, der uns bevorsteht, ihr Lieben, und wir werden noch vieles meistern in diesem turbulenten Jahr und hin zur Wassermann-Epoche. Wir werden all unsere Kraft brauchen, doch wir sind lange auf all das vorbereitet worden. Und jetzt ist die Zeit, in der es darum geht, die Veränderungen, die wir uns wünschen, wirklich anzugehen. Am 25. Januar steht uns der starke Vollmond im Löwen bevor. Die Sonne im Wassermann steht dem Mond im Löwen gegenüber und es ist der Höhepunkt des Sonne-Mond-Zyklus, der mit dem Neumond beginnt. Und ja, diese volle Mondin bringt die Dinge, die anstehen, in die Sichtbarkeit. Und auch die derzeitigen Spannungen werden deutlich. Denn wie ich bereits sagte, der Wassermann steht für die Befreiung wie kein anderer. Und der Löwe gibt uns die Kraft, die wir hierfür brauchen. Mars im Steinbock steht zu diesem Vollmond im Quadrat zu Chiron im Widder. Und damit können die alten Wunden nochmals hochkommen, die uns bewusst machen, was wir nicht mehr wollen. Mars ist das Feuer unter unseren Hintern. Oh ja, ihr Lieben. Und es geht darum, diese feurige Energie in Wachstum und Heilung zu wandeln für das Neue, das wir erschaffen. Die Veränderungen nehmen jetzt massiv Fahrt auf. Und ich hatte in meinem letzten Video bereits darüber gesprochen, dass Uranus, der Systemspringer, am 27. Januar im Zeichen Stier direktläufig wird. In der Zeit seiner Rückläufigkeit seit August 23 gab er uns nochmals die Möglichkeit zu überprüfen, was wir loslassen, was wir verändern wollen. Uranus steht für Erneuerung, für Innovation, für individuelle Freiheit. Und ja, er steht auch für plötzliche und unerwartete Ereignisse. Der Stier steht für unsere Werte und für unsere Mutter Erde. Und es heißt jetzt zu verstehen, für uns alle, dass nichts selbstverständlich ist. Ja, erkämpft, erarbeitet werden muss. Und dass es an uns liegt, wohin wir gehen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch alles, alles Liebe, eure Sylvia.